Hallo, ich grüße euch. Heute zeige ich ein weiteres Beispiel zu den aleatorischen Techniken, also den Zufallstechniken. Ich möchte heute im Blau-Grün-Bereich bleiben. Ich habe ein Phthalo, ein Königsblau, das Dunkle ist ein Indigo, dann ein Gelb und ein Olivgrün. Und ich besprühe mein Aquarellpapier zuvor mit Wasser. Es ist nicht grundiert, sondern ich beginne einfach so und lege meine erste Farbschicht an. Diese trage ich ganz intuitiv auf und ich weiß natürlich auch noch nicht, was hinterher bei meinem Bild herauskommt. Meine Farben trage ich etwas mit Wasser verdünnt auf, sie bleiben transparent und lassen das Papierweiß schön hindurch leuchten. Hier werde ich schon etwas farbiger. Ich nehme noch etwas Weiß hinzu. Ich habe einfach Spaß beim Auftragen. Nun tropfe ich ein paar Tropfen Alkohol hinzu, Brennspiritus, hochprozentiger Alkohol, und schaue, was das mit der Oberfläche macht. Nicht besonders viel, also nehme ich einen Spachtel und kratze mit der Kante einige Linien hinein. Dann aber auch mit der breiten Seite. So kann ich die Farben, die noch feucht sind, auf der Fläche verziehen und es entstehen neue Strukturen. Diese Farben und Strukturen, die ich jetzt erzeuge, werden später unter der nächsten Farbschicht wieder etwas verschwinden. Bevor es weitergeht, erst einmal alles gründlich trocknen. Weil diese Farbschicht etwas empfindlich ist, fixiere ich sie mit einer Schicht Acrylbinder. Dieses ist glänzender Acrylbinder, ihr könnt aber auch matten nehmen. Da habe ich wohl etwas zu viel genommen. Naja, ich nehme ein wenig herunter. Nochmal gut trocknen. Ui, hier fehlt ein kleines Stück von meinem Film. Ich zeige euch, was ich gemacht habe. Ich habe Indigo und Orange gemischt und mit Wasser verdünnt und trage es jetzt als eine feuchte Schicht auf, um anschließend mit meinem Spachtel Spuren hineinzukratzen. Das klappt nur, wenn die Farbe ausreichend feucht ist. Für zusätzliche Strukturen tropfe ich nochmals etwas Alkohol hinein. Das wirkt ganz schön geheimnisvoll. Nur kurz anföhnen, dann tupfe ich mit einem Papiertuch die restlichen Alkoholtropfen und die Feuchtigkeit weg.
Kann man da schon etwas erkennen? Was könnte es werden? Sehr vielfältige Strukturen und Texturen lassen der Fantasie viel Spielraum. Bevor ich meine nächste Technik, die Negativtechnik, anwende, versiegle ich das Bild noch einmal mit Acrylbinder. Nach dem Trocknen beginne ich nun mit einem feineren Pinsel und weißer deckender Farbe eine Form herauszuarbeiten im Sinne einer Negativtechnik. Schaut mir einfach zu, dann seht ihr, was ich meine. Damit das Ganze nicht so lange dauert, raffe ich jetzt den Film einfach mal zusammen. Hier also mein erster Entwurf für die Form und nun werde ich auch im Innern mit Schatten und Highlights diese Form noch akzentuieren.
Auch die äußere Form kann ich noch korrigieren, wie ihr seht. Hier in der Mitte decke ich einige der Strukturen zu. Damit kläre ich die Komposition. Nach dem Trocknen hier mein Bild. Ja, was ist es geworden? Was ist dieses Wesen? Vielleicht schreibt ihr mal in den Kommentaren, was euch dazu einfällt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid ein bisschen inspiriert, einfach drauf los zu experimentieren, dem Zufall eine Chance zu geben und mir vielleicht auch beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.